Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine lustige Alpaka-Handytasche häkelt. So sieht das innen aus. Die Abmessungen für meine Tasche sind 12 cm in die Breite, 18 cm in die Höhe. Gehäkelt habe ich mit Cotton-Cord in eine Knoll 200 Gramm, 150 Meter. Es ist 100% Baumwolle. Eine Knoll wird ausreichend für alles sein. Augen habe ich mit Amigurumi-Garn gehäkelt und diese flauschige Haare mit Himalaya Koala. Häkelnadel Nummer 5 und Nummer 3 benutzt. Außerdem braucht man eine Wollnadel. Wer mag, kann auch einen Magnetknopf hier annehmen zum Schließen. Und falls nötig ist, 2 Karabinerringe fürs Schnur. Als erstes brauchen wir eine Luftmaschenkette mit 13 Luftmaschen. Erste Reihe gehäkelt wird, drehen Sie so rum und schauen Sie, hier ist so ein Faden. Unter diesem einen Faden häkeln wir. In die erste Stelle, in die erste Masche hier, 3 feste Maschen häkeln. Dann 10 einzelne Maschen bis diese letzte. Unter der einen Faden. Bei der letzten Masche 3 Stück in eine Stelle. Jetzt sind wir schon auf die Seite und häkeln wir jetzt unter diese 2 Faden hier, also Masche gegenüber steht, 10 Stück bis hierhin. Weiter häkeln wir in Spiralrunden, deswegen brauchen wir einen Maschenmarkierer und markieren alle erste Masche von der Reihe Nummer 2. In der nächsten Reihe Nummer 2 werden diese 3 Maschen von diesem Halbkreis und diesem Halbkreis verdoppelt und zwischen denen bleibt 10 Maschen auf jeder Seite. Und ich häkele in Kreuzstich, nicht so wie gewöhnlich von oben Faden, sondern von unten. Ich greife Faden von unten, ziehe ich raus und dann wird das beim Rausziehen überkreuzt. Das ist die Masche Nummer 1, die markiere ich auch. Und an die gleiche Stelle noch eine. Erste Zunahme. Dann hier 2. Und bei der nächsten auch 2. Bis zum nächsten Halbkreis 10 einzelne Maschen. Weiter geht's mit Zunahmen, 3 Stück, also jede Masche hier verdoppelt. Und bis zur markierten Masche sind 10 einzelne feste Maschen. Ab der Reihe Nummer 3 häkelt man einfach weiter in die Höhe, Reihe zu Reihe, ohne Zunahmen. Diese Maschenmarkierer lassen Sie unten, damit wir später wissen, wo Anfang war. Einfach in jeder Masche eine feste Masche häkeln. Und die Höhe von der Tasche können Sie selbst bestimmen. Also schauen Sie
wie groß das Handy ist. So ungefähr. Meine Tasche wird dann 18 cm sein. Also entscheiden Sie selber, wie hoch das sein soll und einfach in Spiralrunden bis zur letzten Reihe. Ich habe insgesamt 25 Reihen gehäkelt. Arbeit habe ich beendet, wo Anfang war. Schauen Sie ungefähr so nach oben, wo ist die letzte Masche. Und jetzt als Abschluss hier häkle ich mit Kettmaschen um. Also ich gehe direkt hier und durchziehen. Dann in die nächste und durchziehen, bis man den ganzen Rand mit Kettmaschen durchgehäkelt hat. Hier am Ende schneiden Sie Garn ab und wir verbinden jetzt, dass die letzte Masche rausziehen. Schauen Sie, diese geht runter und hier diese zwei Faden zieht man diese Ende durch und wieder zurückbringen auf die Stelle, wo es rauskommt. Abgeschlossen. Jetzt ziehen Sie diese Ende runter und auch vernähen. Jetzt häkeln wir zwei Ohrchen, Amigurumi-Ring, in diesen Ring 6 feste Maschen. Ziehen Sie diese Ende, Kreis schließt sich. Jetzt brauchen wir einen Maschenmarkierer. Reihe Nummer 2 werden 3 Zunahmen sein. Eine einzige Masche, Zunahme, eine Masche, Zunahme. Am Ende von dieser Reihe werden 9 feste Maschen sein. Erste Masche markieren und direkt hier Zunahme an die gleiche Stelle noch eine Masche. Dann einzelne, dann die nächste Zunahme. Reihe Nummer 3 sind auch 3 Zunahmen, zwischen Zunahmen 2 einzelne. Hier die erste, markieren und direkt eine Zunahme, 2 einzelne, dann die nächste Zunahme. Am Ende von dieser Reihe werden 12 feste Maschen sein. Ab der Reihe Nummer 4 bis inklusive Reihe Nummer 7 häkelt man 12 Maschen. Masche in Masche in die Höhe. Also die nächsten 4 Reihen einfach mit 12 Maschen. Reihe Nummer 8 ist die letzte Reihe. Hier werden Abnahmen sein. Erste Abnahme. Hier ein Faden. Hier ein. Durchziehen. Und die 2 zusammen. Zwischen Abnahmen eine feste Masche. Schneiden Sie ungefähr 25 cm von Ende. Das brauchen wir zum Annähen. Jetzt schließen wir das ab. Hier schauen Sie, erste 2 Faden. Wir gehen weiter unter diese 2 Faden. Diese Ende durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Ist abgeschlossen.
Und so sieht Ohrchen aus. Und häkelt ihr noch ein Stück. Nase habe ich mit Koala Himalaya Garn gehäkelt. Es ist so ein flauschiges Garn. Und ich zeige jetzt, wie man das häkelt, am Beispiel von diesem Schnur, weil mit diesem Garn sieht man keine Maschen. Amigurumi-Ring, 2 Luftmaschen und in dieser Ring häkeln wir 10 Halbstäbchen. Drauflegen und alle 3 abhäkeln. Insgesamt 10 Stück. Lassen Sie genug Ende zum Annähen abschneiden. Diese ziehen, Kreis schließlich, letzte Masche verbinden. Hier bei den ersten 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. So sieht das aus. Also Unterschied sehen Sie. Und jetzt mit schwarzer Farbe, mit Wollnadel, Nase nähen. Ungefähr hier von unten kommen. Und auf diese Seite diese Enden verbinden, verknoten und abschneiden. Augen häkelt man genau gleich wie die Nase. Amigurumi-Ring und 10 Halbstäbchen in Ring. Ich habe Augen mit Amigurumi-Garn gehäkelt und Häkelnadel Nummer 3 benutzt. Jetzt nehmen wir das alles zusammen, einfach mit Wollnadel. Hier Ohrchen 2 Reihen runterzählen, an diese Stellen annähen. Ja, einfach durch mehrere Stichen hin und her. Danach Augen und Nase. Zuletzt machen wir dann Haare. Man kann auch Wimpern nähen, einfach in die gewünschte Höhe, durch ein paar Stichen in die gleiche Stelle, hier rein und eine hier, Reihe unten, hier in die gleiche Stelle. Enden verstecken und auch verknoten. Wir machen auch Haare häkeln oder mit der Wollnadel einfach hier nähen, ein paar Reihen. Ich mache es mit Häkelnadel und fange ich hier oben bei der ersten Reihe an. Einfach das rausziehen. Dann in die nächste, durch diese ziehen, 2 Luftmaschen, dann in die nächste, durch diese ziehen, durch wieder 2 Luftmaschen, und damit die Haare ein bisschen Volumen bekommen. Also es ist wirklich schwer zu zeigen, weil sieht man gar keine Maschen da. Versuchen Sie es einfach, wie es das am besten geht. So, so ungefähr. Dann gehe ich noch ein paar Reihen so runter. Bei der letzten Masche hier Garn abschneiden, ziehen Sie das raus und durch mehrere Maschen ziehen Sie bis zu dieser Stelle, bis zu Anfang, und verknoten Sie dann das. Die Tasche ist fertig. Wer mag, kann auch ein Schleifchen binden, hier an der Ohr platzieren. Ich habe so eine schöne Blümchen. Man kann auch eine Schnur häkeln. Wie das geht, schauen Sie bitte ein anderes Video auf meinem Kanal. Link stelle ich unten in die Beschreibung. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie meinen Kanal und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!